Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Paukenschlag in New York. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen, bei der niemand ein Vetorecht hat, hat heute Israel einen Dämpfer erteilt und die Rolle der Palästinenser gestärkt, indem sie ihnen mit großer Mehrheit mehr Rechte und mehr Privilegien einräumt. Damit verlassen die Palästinenser im größten UN-Gremium den Platz am Rand, wo sie bisher nur eine Beobachterrolle hatten. Von einer Vollmitgliedschaft bleiben die Palästinenser aber mindestens eine amerikanische Vetohand entfernt. Das haben die USA heute noch einmal beteuert. Besänftigt hat das den israelischen Botschafter allerdings nicht, wie Elmar Thewissen aus New York berichtet. Ihr schreddert die UN-Charta. Gilad Erdan, der israelische Botschafter, ist empört. Schamlosigkeit, Feigheit, Judenhass wirft er der Mehrheit der Vollversammlung vor, erinnert an das Zusammenstehen gegen die Nazis und den Holocaust. Heute macht ihr exakt das Gegenteil. Befördert die Etablierung eines palästinensischen Terrorstaats, geführt vom Hitler unserer Zeit. Ihr anerkennt die Unterstützer des Verbrennens von israelischen Babys am 7. Oktober. Das Terrormassaker der Hamas hatte Riyad Mansour, palästinensischer Botschafter, vorher mit keinem Wort erwähnt, aber die Staaten um Unterstützung gebeten. Während die Kampagne zur Vertreibung und Zerstörung des palästinensischen Volks seinen Höhepunkt erreicht, könnt ihr euch für das Recht einer Nation auf Überleben in Freiheit, Würde auf dem Land seiner Vorfahren entscheiden. Die Emotionen erzeugen Klarheit. Über 80% von 177 Staaten stimmen für die Resolution. Deutschland enthält sich, weicht aber erstmals von der Haltung ab, dass die Anerkennung Palästinas erst ganz am Ende des Friedensprozesses steht. Die Vollmitgliedschaft eines Palästinenserstaats ist weder der Anfang noch das Ende des politischen Prozesses zur Zwei-Staaten-Lösung, sondern ein integraler Teil davon. Die US-Regierung will jetzt im Weltsicherheitsrat mit ihrem Veto die Vollmitgliedschaft verhindern. Aber die Palästinenser dürfen dann trotzdem eigene Initiativen einbringen und Mitglieder für UN-Ausschüsse stellen. Ihr Erfolg empört die Regierung Israels. Und die macht mit ihrem Vorstoß auf Rafah im Süden des Gazastreifens weiter, ungeachtet dessen, was heute in New York passiert ist, ungeachtet internationaler Bedenken und auch ungeachtet dessen, was der US-Präsident angekündigt hatte, nämlich keine Waffen und Munition mehr an Israel zu liefern, mit denen dieser Angriff unterstützt werden könnte. Für Biden ist die Invasion ein Fehler, für die Palästinenser ein Albtraum, denn viele von ihnen müssen nun zum x-ten Mal von einem Ort zum nächsten flüchten. Aber für Israel geht es nun einmal darum, ihren Albtraum namens Hamas weiter zu eliminieren. Alisa Jung. Hier sollen sie leben. Hier sollen Hunderttausende Menschen aus Rafah Schutz finden, wenn es nach der Vorstellung von Israel geht. Es ist eine der von Israel ausgewiesenen Evakuierungszonen bei Khan Yunis. Ein Kamerateam des ZDF hat mit Menschen gesprochen, die wie angeordnet aus Rafah hierher geflohen sind. Wir sind vom Tod weggelaufen, aber hier wartet ein zweiter Tod. Schauen Sie, hier liegen Trümmer auf Trümmern. Wir sind gezwungen, hier zu leben. Wir haben Kinder, die leben wollen. Und an der Küste, in der zweiten großen Evakuierungszone, sieht unser Team keine Infrastruktur, wie von Israel versprochen. Nein, es gibt gar nichts. Seit 4-5 Tagen finden wir kein Wasser mehr. Wir gehen ans Meer und holen es von dort. Es gibt auch keine Krankenhäuser. Meine Tochter muss sich medizinisch behandeln lassen, aber es gibt kein Krankenhaus, nur eine medizinische Station. Die Ansage der USA, keine Waffen für eine Großoffensive auf Rafah zu liefern, ändert für Israel nichts. Das israelische Kriegskabinett beschloss gestern, den Einsatz in Rafah fortzusetzen. Die Zivilisten in Gaza flehen um Hilfe, dass Vermittler und Partner doch helfen mögen.
Alle palästinensischen Führer, alle Führer im Ausland, auch Präsident Abbas sollen hierher kommen und selbst erfahren, wie wir leben. Meine Botschaft an die Welt, alles muss ein Ende haben. Sie müssen eine Lösung für das palästinensische Volk finden, das seit 76 Jahren leidet. Die suchen die USA seit Monaten, wollen mit Hilfe Saudi-Arabiens einen Sicherheitspakt für die Region schmieden. Eine konkrete Antwort, wie jetzt mit Hamas verfahren werden soll, geben sie nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass Israel kontinuierlich die Terroristen bekämpft. Denn ehrlich gesagt sehe ich im Moment niemanden, der das tut. Ich meine, das würde ich gerne erleben, aber es passiert nicht. Deshalb werden wir weiterhin gegen die Überreste dieser Terrorarmee vorgehen. Netanyahu will kämpfen, doch auch er sagt nicht, wie es konkret nach einer Zerschlagung der Hamas weitergehen soll. Wenn die Amerikaner und andere Länder Israel nicht unterstützen und unter Druck setzen, weitere Zugeständnisse zu machen, wird das Blutvergießen nicht aufhören. So sieht es Israel. Zur Not kämpfen sie alleine gegen die Feinde. Es gibt einiges zu besprechen mit dem Nahostexperten und Chefredakteur des Magazins Zenit, der Zeitschrift für den Orient, der gerade von einer Reise aus Saudi-Arabien zurückgekommen ist. Und damit einen schönen guten Abend nach Berlin, Daniel Gerlach. Ja, guten Abend nach Mainz. Bevor wir gleich über die Saudis sprechen und die Pläne, die da möglicherweise im Hintergrund geschmiedet werden, wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation zwischen Israel und den USA? Es gab einige Tiefpunkte in den letzten Monaten, aber ich glaube, das ist ein ganz besonderer Tiefpunkt. Ein Tiefpunkt auch im persönlichen Zerwürfnis zwischen Benjamin Netanyahu und Joe Biden, die einander in herzlicher Abneigung verbunden sind. Aber ich habe jetzt momentan den Eindruck, Netanyahu hat Biden oder ist dabei, Biden den Wahlkampf zu verhageln, aber Biden war irgendwie dazu verdammt, ihn zu unterstützen und an ihm dran zu bleiben und hat ihn auch immer wieder, dann, wenn es notwendig war, in Schutz genommen. Jetzt habe ich fast den Eindruck, als suchte Biden eine Gelegenheit, Netanyahu loszuwerden. Wir noch mal kurz auf den Deal geschaut. Feuerpause und Austausch von Geiseln gegen Gefangene. Das war ja der Plan, was auch unter Vermittlung der USA, Katar und Ägypten erreicht werden sollte. Aber beide Delegationen, also die israelische und auch die der Islamisten, sind gestern wieder aus Kairo abgereist ohne Deal. Haben beide Seiten aktuell überhaupt ein Interesse daran? Ja und nein. Eigentlich geht es ja um technische Fragen. Die Länge der Waffenruhe, die ausgehandelt wird, die Sequenzierung der Freilassung der Geiseln, die Auswahl der palästinensischen Gefangenen, die im Gegenzug aus israelischer Haft entlassen werden sollen. Aber im Hintergrund steht natürlich ein ganz anderes, viel größeres Thema. Und das ist die Frage: Will Israel akzeptieren, dass die Hamas in irgendeiner Form noch fortbesteht, auch wenn sie militärisch so geschwächt ist, dass sie nie wieder tun können wird, was sie am 7. Oktober getan hat? Oder will man eben diesen Krieg bis zum Ende führen? Und für die Hamas ist ganz klar, wollen sie überleben oder wollen sie nicht überleben? Derzeit sind die arabischen Staaten auch dabei, großen Druck, auch solchen Druck auszuüben, wie sie es vorher nicht getan haben. Und trotzdem ist die Hamas-Führung in Gaza ja noch da. Früher hat Netanyahu gedacht, er kann auf der einen Seite militärischen maximalen Druck ausüben und diplomatisch verhandeln. Das ging so lange gut, wie die Unterhändler mitgespielt haben und wie auch die Hamas noch genug Ressourcen hatte, um das mitzuspielen. Aber jetzt irgendwann laufen diese beiden Handlungsstränge eigentlich gegeneinander. Und das ist seit geraumer Zeit eigentlich den Beobachtern auch klar. Dann da auch noch mal nachgefragt. Also der Druck auf Israel ist enorm, klar von außen, haben wir gerade gesehen und gehört, aber eben auch von innen, Stichwort Geiselbefreiung. Wie ist es denn aktuell um die Hamas bestellt? Ich glaube, die Hamas befindet sich in einem desolaten Zustand. Sie hat natürlich noch militärische Kapazitäten und ihre Führung ist ja immer noch am Leben. Und das, worauf Netanyahu und die israelische Regierung letztendlich hoffen können, ist, dass es ihnen irgendwie gelingt, so einen Lucky Punch durchzuführen, dass sie es irgendwie schaffen, die Hamas-Führung zu treffen, um der Weltöffentlichkeit und ihren eigenen Anhängern zeigen zu können, wir haben Yahya Sinwar, also den Anführer, erwischt. Dann könnte man wahrscheinlich auch sagen, wir beenden diesen Krieg. Es ist nicht realistisch, die ganzen Hamas-Kräfte in Rafah aufzumischen, zu töten und dabei ein großes humanitäres Desaster zu vermeiden. Und das wissen alle, die sich damit beschäftigt haben. Das wissen offensichtlich ja auch die israelischen Streitkräfte. Biden hat ja auch letztendlich die Möglichkeit einer gesichtswahrenden Lösung Netanyahu gelassen, indem er sagt, das, was da passiert, ist noch nicht die große Bodenoffensive. Das befindet sich noch im Rahmen dessen, was für uns tolerabel ist. Und die humanitäre Katastrophe sehen wir ja nicht erst seit gestern. Aber
da auch noch mal, der Krieg ist ja ausgelöst durch den 7. Oktober. Und kurz vor diesem Massaker standen Saudi-Arabien, wo Sie gerade waren, und Israel vor einem historischen Abkommen. Das hätte zur Normalisierung dieser Beziehung führen können, eventuell sogar zu einer Zwei-Staaten-Lösung, die Netanyahu öffentlich, aber immer wortgewaltig ablehnt. Ist das in Riad noch ein Thema? Kurioserweise ist es so, dass vor dem 7. Oktober es schien, als seien sie kurz vor so einem Deal, aber eigentlich waren sie es nicht. Und zwar unter anderem deswegen, weil die Regierung Netanyahu immer weitere Schritte unternommen hat, um es für die Saudis eigentlich unmöglich zu machen, als islamische Führungsmacht einem solchen Deal zuzustimmen. Jetzt, obwohl es ironisch klingen mag, nach dem 7. Oktober sind die Verhältnisse eigentlich für Saudi-Arabien besser, einen solchen Deal abzuschließen. Zwar wäre es unpopulär, mit Israel Beziehungen jetzt einzugehen in der islamischen Welt, aber auf der anderen Seite könnte man vielleicht von den Amerikanern jetzt einen größeren Preis verlangen. Die Amerikaner müssen ja irgendwie versuchen, um Netanyahu herumzubauen, weil sie wissen, sie können mit ihm nicht arbeiten, er wird keiner Kompromisslösung zustimmen, also müssen sie eine Möglichkeit finden, mit den anderen Staaten ein Übereinkommen zur Palästina-Frage zu treffen, bei der man nicht die Zustimmung Netanyahus braucht. Das klingt kompliziert, das ist eine Dreiecksbeziehung zwischen Saudi-Arabien, den USA und Israel. Aber es scheint mir doch immer realistischer zu werden, dass die Saudis von Amerikanern auch Zugeständnisse bekommen, was die Palästina-Frage betrifft. Gut, und durch den Terrorakt der Hamas war das für Israel natürlich auch dann erstmal kein Thema mehr. Ganz kurze Frage noch. Deutschland ist auch an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert, hat sich heute bei der Abstimmung in der Vollversammlung enthalten. Welche Intention steckt dahinter? Ich glaube ganz klar nichts zu tun, was ein Affront für Israel wäre, abzuwarten, sich an den Amerikanern zu orientieren und ansonsten das zu tun, was die Bundesregierung immer getan hat. Leise Worte finden, aber letztendlich nicht zu Handlungen zu kommen, die in irgendeiner Form die Situation entscheidend verändern. Sagt Daniel Gerlach, der Nahostexperte, gerade zurückgekommen aus Saudi-Arabien. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Ja, und so bitter es ist, aber wir gehen jetzt von einem Kriegsschauplatz zum nächsten, denn aus der Ukraine gab es heute alarmierende Nachrichten. Russische Truppen sollen einen Vorstoß in der Nähe von Charkiw unternommen haben, immerhin die zweitgrößte Stadt des Landes. Den russischen Streitkräften ging es wohl darum, die Verteidigungslinie an der nordöstlichen Front zu durchbrechen. Moskau schweigt dazu, auch ob das der Beginn der Großoffensive ist, die eigentlich erst für Ende Mai erwartet wird. Luc Walpott ist für uns in Kiew. Wie schätzt du denn diesen Angriff, diesen Vorstoß jetzt ein? Also es ist auf jeden Fall eine weitere Verschärfung der Lage aus Sicht der Ukraine. Wir haben ja ohnehin eine sehr schwere Kriegsfront im Osten, also im Bereich Donetsk und Luhansk. Dort sind die Russen, haben dort Geländegewinne gemacht in den letzten Wochen. Und jetzt halt dieser Vorstoß etwa 50 bis 70 Kilometer nordöstlich der Großstadt Charkiw. Präsident Zelensky hat heute Abend noch einmal ganz klar gesagt, niemand macht sich hier Illusionen darüber, was die Absicht der Russen ist, nämlich ganz klar, sie wollen Charkiw, diese Großstadt, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, die nur wenige Kilometer südlich der Grenze zu Russland liegt, einnehmen. Aber die Ukraine sei darauf gefasst, man wisse das, man habe entsprechende Vorbereitungen getroffen. Es ist auch die Rede davon, dass jetzt zusätzliche Truppen an diesen Frontabschnitt oben im Norden an der Grenze zu Russland geschickt werden. Aber insgesamt ist das eine beunruhigende Lage, denn es ist klar, die Ukraine muss sich mittelfristig, möglicherweise schon in den kommenden Wochen darauf einstellen, dass möglicherweise neben der Front im Bereich Donetsk und Luhansk eben auch im Bereich Charkiw eine neue Front entsteht. Keine guten Aussichten für die Ukraine. Danke für die Einschätzungen. Luc Walpott war das. Ja, Länder, die in der NATO sind, wissen spätestens seit dem Angriffskrieg Putins, was sie an dem Verteidigungsbündnis haben. Und mit dem, Gundula, beginnen jetzt auch deine Nachrichten. Ja, im Rahmen des größten NATO-Manövers seit Jahrzehnten werden aktuell Luftlandeoperationen geprobt. In mehreren osteuropäischen NATO-Ländern trainieren Fallschirmspringer die schnelle Verlegung von Einheiten. Für geplante Manöver mit Finnland zur Luftverteidigung des NATO-Bündnisses wurde in Rostock ein Patriot-Flugabwehrsystem verschifft. Am Montag fliegen 120 Bundeswehrsoldaten hinterher, um mit finnischen Einheiten zu trainieren. Finnland grenzt an Russland und ist vor gut einem Jahr der NATO beigetreten.
Bundesentwicklungsministerin Schulze hat in der Ukraine die größte Werkstatt zur Herstellung von Prothesen für Kriegsverletzte eröffnet. Im westukrainischen Lwiw können dort rund 1200 orthopädische Hilfsmittel im Jahr gefertigt werden. Deutschland fördert das Projekt mit mehreren Millionen Euro. In den ersten beiden Kriegsjahren gibt es nach unbestätigten ukrainischen Schätzungen 100.000 kriegsbedingte Amputationen. Der Deutsche Landkreistag fordert strengere Regeln beim Bürgergeld. Aktuell darf im ersten Jahr des Bezugs Vermögen bis zu 40.000 Euro behalten werden. Diese Karenzzeit solle gestrichen werden, berichtet der Spiegel aus einem Beschlusspapier. Außerdem solle die Angemessenheit der Miete von Anfang an geprüft werden und nicht erst nach einem Jahr. Im brandenburgischen Grünheide verschärfen sich die Proteste gegen das Autowerk von Tesla und dessen Pläne zur Erweiterung des Firmengeländes. Hunderte Aktivisten versuchten, auf das Firmengelände vorzudringen, was ihnen laut Polizei nicht gelang. Diese war mit Hundertschaften aus mehreren Bundesländern im Einsatz und setzte mehrere Protestierende zwischenzeitlich fest. Für das Wochenende kündigten die Umweltaktivisten weitere Proteste an. Weitere Unwetter drohen die angespannte Hochwasserlage im äußersten Süden Brasiliens weiter zu verschlimmern. Die Überschwemmungen dort haben ein historisches Ausmaß erreicht. Besonders dramatisch ist die Situation weiterhin im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Betroffen sind dort fast 2 Millionen Menschen. Die Zahl der Todesopfer steigt täglich auf aktuell 116. Die Regierung hat ein Milliarden-Wiederaufbaupaket angekündigt. Auch immer mehr internationale Organisationen helfen. Folgt auf Essen ohne Reue jetzt Abnehmen ohne Mühe? Es gibt jedenfalls eine sehr gehypte Möglichkeit, mit der man schnell Gewicht verliert, ohne groß etwas tun zu müssen, außer richtig tief in die Tasche zu greifen. Die Möglichkeit nennt sich Abnehmspritze und kostet ca. 300 Euro pro Monat. Das Präparat, das ursprünglich für Diabetespatienten entwickelt wurde, scheint auch hilfreich zu sein, insbesondere für Menschen, die krankhaft übergewichtig sind. Und in Deutschland ist das übrigens jeder Fünfte. Noch übernimmt die Krankenkasse die Kosten nicht, doch das kann sich ja ändern. Und schon stellt sich die Frage, was ist denn mit denen, die einfach gerne essen und zum Sport machen zu faul sind? Soll die Kasse dann auch zahlen? Unklar, wie Dorte Färber berichtet. Abnehmen ist ein Dauerthema für Serdar Deniz. Er produziert seinen Podcast dazu und hat vieles ausprobiert. Auch die Abnehmspritze. 10 Kilo hat er in 3 Monaten verloren. Jedes Mal, sobald ich es mir da halt gespritzt habe, war das, ja, ich nenne es jetzt mal Lustgefühl auf Süßigkeiten oder auf fettige Sachen sehr gehemmt, sehr gedämmt. Und das hat natürlich halt auch zum Erfolg geführt. Die Schlankspritzen sind für viele die große Hoffnung. Die Kosten für eine Monatsration liegen derzeit bei rund 300 Euro. Von den Kassen wird es nicht erstattet. Abnehmmittel gelten in Deutschland als Lifestyle-Medikament. Das sollte sich ändern, sagen Experten. Starkes Übergewicht bedeutet auch Folgeerkrankungen, von Diabetes bis Herzinfarkt. Die Spritzen könnten das verhindern. Ich bin der Meinung, dass man zumindest bei Menschen mit besonders hohem Risiko dieses Medikament wirklich von den Kassen ersetzt bekommen muss, weil damit wirklich ein gewaltiger Nutzen zu erwarten ist, der am Ende vielleicht sogar noch zu Kosteneinsparungen führt. Fast jeder 5. Deutsche gilt als adipös, hat also krankmachendes Übergewicht. Die AOK hat errechnet, was es kosten würde, allen die teure Diätspritze zu erstatten. 50 Milliarden Euro, so viel wie für sämtliche andere Medikamente zusammen. Uns geht es jetzt erstmal um die Sensibilisierung für die Kostendimension. Wir haben auch noch viele ungeklärte medizinische Fragen. Die Abgrenzung zum Lifestyle-Zweck. Wo ist etwas medizinisch notwendig? Wo fängt eigentlich Abnehmen als Lifestyle an? Auf Dauer dürfte die Spritze jedenfalls billiger werden. Gerade erst investierte der amerikanische Konzern Eli Lilly Milliarden in eine Fabrik in Rheinland-Pfalz. Auch hier sollen Abnehmspritzen produziert werden. Die FDP spricht sich schon mal für Schlankspritzen auf Rezept aus. Als Politiker wäre es für mich wichtig, dass eine Debatte angestoßen wird, inwieweit
Medikamente, die zum Abnehmen helfen, wie weit das als Therapeutikum in Frage kommen kann und nicht nur als Lifestyle-Medikament. Bei schwerer Adipositas sollte die Spritze Kassenleistung sein, sagt auch die Union. Übergewicht als Privatsache, das könnte bald vorbei sein. Die Politik wägt neu ab. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir jetzt mal schauen, wie gut wirken diese Medikamente, wie lang hält die Wirkung an, welche Langzeitnebenwirkungen gibt es. Daher ist die Debatte jetzt auf jeden Fall zu früh. Klar ist, diese Medikamente haben eine Wirkung, die auch Fachleute überrascht hat. Die Spritze wirkt, das hat Serdar Dennis erfahren. Und ohne Spritze geht das Gewicht wieder hoch. Auf Dauer hilft nur Bewegung und andere Ernährung. Bewegung ist immer gut, aber wir kümmern uns jetzt trotzdem kurz mal ums Auto in der Wirtschaft, Gundula. Wer einen Unfallschaden am Auto über eine Kfz-Versicherung der Allianz abzuwickeln hat, wird künftig auch die Möglichkeit haben, gebrauchte Ersatzteile bei der Reparatur zu wählen. Frank Bethmann, das soll günstiger und auch umweltfreundlicher sein. Aber wie sicher ist das? Na, der ADAC findet es eher unbedenklich, zumindest wenn man das Vorhaben so ausgestaltet wie bei der Allianz. Sicherheitsrelevante Teile wie Lenkungen oder Achsteile, heißt es dort, sind außen vor. Zu den gebrauchten Ersatzteilen, die die Allianz künftig sehr wohl zulassen will, gehören unter anderem Türen, Front- und Heckklappen oder Scheinwerfer. Ersatzteile von Autos, die Totalschäden hatten und bislang häufig ins Ausland verkauft werden. Wenn solche Autoteile nicht neu produziert werden müssen, sondern man gebrauchte, die noch in Ordnung sind, verwendet, belastet das viel weniger die Umwelt. Es senkt aber insbesondere auch die Reparaturkosten deutlich. Und das ist für die Kfz-Versicherungswirtschaft mindestens genauso wichtig, denn die Branche fährt Milliardenverluste ein, eben auch, weil die Reparaturkosten so immens gestiegen sind. Ja, und Frank, auch an diesem Brückentag lohnt ein Blick auf den DAX, der steigt und steigt. Ja, tatsächlich, der hat heute seine Rekordfahrt fortgesetzt. In der Spitze stieg das Leitbarometer erstmals knapp über 18.845 Punkte. Da wurde die Luft dann aber doch etwas dünn. Am Ende ging er mit rund 18.773 Zählern ins Wochenende. Auf Wochensicht aber immer noch ein Plus von fast 800 Punkten. Frank Bethmann, vielen Dank. Zum Sport. Bayer Leverkusen hat mit dem 2:2 im Halbfinal-Rückspiel gegen AS Rom gestern nicht nur das Finale der Europa League erreicht, sondern eine europäische Bestmarke eingestellt, die Benfica Lissabon seit 59 Jahren hielt. Seit 49 Pflichtspielen ist die Werkself nun ungeschlagen. Deutschland ist mit einem Sieg in die Gruppenphase der Eishockey-WM in Tschechien gestartet. Gegen die Slowakei gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis 6:4. Morgen Abend steht für die deutsche Auswahl bereits das nächste Spiel an. Dann geht es für den Vize-Weltmeister gegen die USA. Alkohol auf offener Straße und an den Stränden ist in den Partyzonen auf Mallorca und Ibiza künftig verboten. Die Behörden auf den Balearen wollen den sogenannten Sauftourismus in den Griff bekommen und das Verbot in den nächsten Tagen umsetzen. Wer etwa mit geöffneter Bierdose am Strand erwischt wird, dem droht ein Bußgeld von bis zu 1.500 €. Der Auftritt der israelischen Sängerin Eden Golan beim Eurovision Song Contest in Malmö sorgt weiter für Wirbel. Zum Halbfinale gestern Abend protestierten Tausende auf den Straßen der Stadt. Sie fordern wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen, die Sängerin vom Wettbewerb auszuschließen. Auch während ihres Auftritts im Halbfinale gestern Abend hat es im Publikum Proteste gegeben. Im Fernsehen zu sehen war davon nichts. Manche träumen vom Gewinn des ESC, andere vom Gewinn der Europameisterschaft. Die beginnt ja hier in wenigen Wochen. Aber warum so lange mit der Vorfreude allein sein, wenn man sie doch jetzt schon mit anderen teilen kann? Das muss sich jedenfalls die Stiftung Fußball und Kultur Euro 2024 gedacht haben und hat die Stadien der Träume ins Leben gerufen. Was es damit auf sich hat, Christiane Lange hat es sich in München angeschaut.
Es ist ein Traum, der heute für ihn wahr wird. Ein Stadion der Kultur, eine Bühne für Deutschlands vielfältige Kunst, ein Leuchtturm, der zeigen soll, dass Fußball und Kultur in diesem Land zusammengehören. Rund um die UEFA Euro 2024 gibt es ein Kulturprogramm und heute wird hier das Stadion der Träume eröffnet in München. Jetzt fängt es so richtig an, überall wird mit Kultur ein Stück weit eine Stimmung und ein Bild gezeigt. Wo man auch Dinge reflektieren kann oder wo auch ein Land zeigen kann, wie lebendig und vielfältig und bunt es auch über Dinge nachdenkt. Hinter dem Projekt Stadion der Träume steht er, Albert Ostermeier, Theaterautor, Schriftsteller, Fußballverrückter und Deutschlands wichtigster Mann, wenn es darum geht, Fußball und Feuilleton miteinander zu verbinden. Ich finde es ja ganz großartig, wenn man den Fußball sieht und wenn man diese Nationalmannschaft sieht und die einzelnen Geschichten, die einzelnen Herkunftsgeschichten, dann ist es faszinierend, wie die sich zusammenfinden für ein Nationalteam. Und sowas versuchen wir im Stadion auch, dass wir diese ganzen Formen machen, Uraufführungen, Poetry Slams, Ausstellungen. Normalerweise verbringt Ostermeier seine Tage hier. In seiner Schreibwohnung versucht er, Worte zu Papier zu bringen. Das Schriftstellerleben ist einsam. Nicht aber, wenn Ostermeier als Torwart mit seinen Autorenkollegen auf dem Platz steht. Hier kicken Deutschlands Dichter in der, ja, Autorenfußballnationalmannschaft, die immerhin schon mal Europameister war und vom Deutschen Fußballbund gefördert wird. Ihre Spiele finden weltweit statt. Wir haben diese Erfahrung durch den Fußball gemacht, selbst wenn du in Länder gehst, die Diktaturen sind oder wo es sehr, sehr schwierig ist, frei zu reden oder in einen Diskurs miteinander zu kommen. Wenn du miteinander Fußball gespielt hast, redest du danach anders. Anders reden und Räume anders nutzen. Auch darum geht es im Stadion der Träume, das vor der ehemaligen Philharmonie mitten in München gebaut wurde. In Zeiten des Rassismus soll das Stadion bunt leuchten, genau wie sein Programm. Mit Blick auf die Europameisterschaft kann es ein schönes Statement sein, dass über Kunst und Kultur, über Sport eben einfach eine fröhliche, optimistische Gesellschaft hinaus transportiert wird und auch wieder eine gute Stimmung entsteht, wie es vielleicht auch bei der letzten WM war. Bis zum Ende der Europameisterschaft werden nun 2 Monate lang täglich Veranstaltungen hier stattfinden. Albert Ostermeier hatte einen Traum, der heute wahr wurde. Ich habe auch einen, aber der könnte erst am 14. Juli wahr werden. Ja, EM-Finale. Genau. Fest notiert. Gegen 0:20 Uhr meldet sich Sandra Maria Grunewald mit unserem Heute-Journal-Update. Morgen übernimmt hier Anne Gellinek. Gundula bleibt Ihnen aber erhalten. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss, bis morgen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die Hurrikansaison im Atlantik könnte besonders heftig ausfallen. Das hat mit den Oberflächentemperaturen der Weltmeere zu tun, die seit März 2023 auf Dauerrekordkurs sind. Und warmes Wasser ist der Treibstoff für Wirbelstürme. Ab 27 Grad Wassertemperatur kann sich ein tropischer Sturm entwickeln. Nimmt er immer weiter Energie auf, wird er stärker und kann bis zur höchsten Kategorie 5 auf der Hurrikanskala ansteigen. Das entspricht Böen von 252 Kilometern pro Stunde und mehr. Durch die fortschreitende Erhitzung der Ozeane werden die Bedingungen für zerstörerische Stürme begünstigt. Ja, und ab 1. Juni geht die Hurrikansaison dann los und dann sind ziemlich viele Stürme vorhergesagt. Bei uns in Deutschland erst einmal sehr ruhiges Wetter. Im Norden haben wir es mit Nebel zu tun, nach Süden hin klart es auf. Und da wird es auch am kältesten am Alpenrand mit 5 Grad, 12 Grad ganz im Westen Richtung Niederrhein. Und morgen gibt es dann einzelne Gewitter ganz im Osten, vielleicht auch mal ein paar Schauer. Ansonsten viel Sonne im Südwesten und nach Nordwesten hin. Das bei höchsten Temperaturen von 26 Grad im Südwesten und 16 Grad Richtung Ostsee. Die nächsten Tage, die Gewitter häufen sich, es wird aber wärmer, Temperaturen bis 27 Grad sind drin. Einen schönen Abend.